Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es darum gehen, ob sich das Auswandern nach Norwegen lohnt. Und ich möchte hier viel weniger den finanziellen Aspekt besprechen, ob sich das Auswandern nach Norwegen lohnt, sondern mehr darüber sprechen, welche Erwartungen du vielleicht an dieses Land hast und ob diese Erwartungen hier erfüllt werden. Ich möchte ein paar Aspekte von Deutschland und Norwegen vergleichen, sodass du am Ende entscheiden kannst, welches Land für dich das Richtige ist und wo du dich am Ende besser fühlst. Los geht's. Wir wurden seit unserer Ankunft in Norwegen schon recht oft von Norwegern gefragt, warum um alles in der Welt wir den Deutschland verlassen haben, um ausgerechnet in Norwegen zu wohnen. Diese Reaktion hat uns gewundert. Scheinbar hat man in Norwegen ein Bild von Deutschland, als wäre es das Land, wo Milch und Honig fließt. Wobei manche Deutsche das ebenfalls von Norwegen denken. Nur eben kalte Milch und kalter Honig eben. Also, lohnt es sich nach Norwegen auszuwandern? Das hängt in erster Linie davon ab, warum du auswandern möchtest. Eines ist jedoch klar. Jeder, der auswandern möchte, der will Deutschland, sein Heimatland, seine Stadt und seine gewohnte Umgebung verlassen und auch einige Menschen, mit denen man dort Umgang pflegte, zurücklassen. Es gibt viele Gründe auszuwandern, aber eines haben alle Gründe gemein. Irgendetwas gefällt einem dort, wo man gerade ist, nicht und man erhofft sich durch das Auswandern Besserung. Sonst würde man seine Komfortzone ja nicht verlassen, wo man sich mit allem auskennt. Als wir vor knapp 2 Jahren in unserem Haus in Hamburg saßen und darüber gegrübelt haben, ob wir nach Norwegen auswandern sollen oder ob nicht dort vielleicht Kanada oder ob Chile besser wäre und ob wir nicht doch lieber hier bleiben sollen, da hätte mir ein Video geholfen, welches versucht, die wahre Fragestellung für oder gegen das Auswandern zu beantworten. Ich meine, keiner wandert aus, weil in einem anderen Land das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 106.000 statt 46.000 oder das Pro-Kopf-Einkommen bei 82.000 statt 59.000 Dollar liegt. Oder weil die Lebenserwartung bei 83 statt 80,45 Jahren ist. Ich habe damals haufenweise Videos geschaut, die genau diese Kennzahlen aufbereiten und dann grafisch verpackt, unterhaltsam präsentieren. Danach wusste ich aber immer noch nicht, ob uns ein Leben in Norwegen nun glücklicher machen würde. Wir hatten damals so viele Gründe, warum wir Deutschland und unserem Umfeld entfliehen wollten und haben unsere Entscheidung für Norwegen schlussendlich mehr aus dem Bauch heraus und basierend auf Halbwissen getroffen. Eines stand für uns nämlich fest. Wir wollten nicht bleiben. Damals befanden wir uns am Anfang dieser Corona-Lockdown-Phase und wir konnten beobachten, wie sich die Gesellschaft immer weiter zu ganz unterschiedlichen Themen spaltete, sodass richtige Freundschaften daran zerbrechen konnten. Insgesamt stellten wir fest, dass sich unsere Heimat in den letzten 10 Jahren stark verändert hatte und noch weiter verändern sollte. Nicht jede Veränderung gefiel uns. Schlussendlich kann man sagen, wir wären vielleicht länger in Deutschland geblieben, wenn wir nur zu zweit gewesen wären, denn man bildet sich ja irgendwie ein, dass man mit Kind weniger flexibel ist und dass man ohne Kind einfach auch spontaner fliehen kann oder das Land verlassen kann, wenn man es dann doch möchte. In jedem Fall war für uns klar, wir wollten nicht in Deutschland bleiben und wir haben Deutschland nicht als den Ort gesehen, an dem wir unser Kind aufwachsen lassen möchten.
ich muss sagen, mich macht der Gedanke, dass mein Kind meine Heimat nicht kennenlernen wird, manchmal ein bisschen melancholisch. Denn Norwegen oder die Westküste Norwegens, das ist mein Zuhause. Ja? Ich fühle mich ja auch zu Hause. Aber es wird halt niemals meine Heimat werden. Denn Heimat, das verbinde ich mit Kindheitserinnerungen, wie zum Beispiel Kastanien sammeln und ein Männchen daraus bauen, Blätter pressen im Herbst, Laterne laufen, all die Erinnerungen und die schönen Momente, die ich dort erlebt habe. Und als wir eben aus Deutschland aufgebrochen sind, da hatten wir endlich einen Ort in Deutschland gefunden, wo wir eigentlich sesshaft werden wollten. Und zwar war das der Ort, an dem ich meine Jugend verbracht habe und dort schöne Momente erlebt habe. Und all diese Orte, an denen ich schöne Momente erlebt habe, kann ich meinem Kind eben jetzt nicht mehr zeigen. Und mein Kind wird eben keine Blätter pressen, sondern er wird hier auf Felsen klettern, er wird Boot fahren, er wird angeln. Der Gedanke, der ist einfach ein bisschen merkwürdig, dass mein Kind eben eine ganz andere Kindheit erleben wird und auch eine ganz andere Heimat bekommen wird. Und dadurch ja auch irgendwo ein Stück Kulturgut verloren geht. Nichtsdestotrotz denke ich, oder ich bin mir sicher, dass die Entscheidung, hier nach Norwegen zu kommen, die richtige Entscheidung war. Und Angeln und Bootfahren und auf Felsen klettern ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Kindheit, ne? Also versteht das bitte nicht falsch. Es ist einfach der Gedanke, dass ich meinem Kind das nicht alles zeigen kann, was ich genossen habe. Das ist ein komisches Gefühl. Gründe für das Auswandern können ganz persönliche Gründe sein, wie zum Beispiel der Wunsch nach einem besseren Gehalt. Es könnte auch sein, dass du einfach eine neue Herausforderung im Leben suchst, weil du das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten, oder du empfindest deine aktuelle Umgebung als toxisch und möchtest deswegen weit, weit weg. Oder du suchst einfach nach mehr Ruhe und einem Leben in der Natur. Es könnten auch gesellschaftliche Gründe sein, die dich dazu bewegen, über das Auswandern nachzudenken. Vielleicht wünschst du dir mehr Freiheit und weniger Bevormundung durch den Staat oder die Gesellschaft, in der du lebst. Vielleicht erhoffst du dir weniger Reglementierungen außerhalb der EU oder eine bessere politische Situation. Aber ist Norwegen nun besser als Deutschland? Naja, teils, teils. Einige Dinge sind besser, andere sind einfach anders und andere sind nicht unbedingt besser. Das Erste, was mir einfällt, ist die unterschiedliche Mentalität und Kultur der Menschen im Vergleich zu Deutschland. Es gibt natürlich überall solche und solche Menschen und das ist auch ein gravierender Unterschied, wo in Norwegen man lebt, und die Mentalität der Menschen unterscheidet sich wirklich gravierend im Vergleich zu den einzelnen Regionen. Allerdings haben wir nur positive Erfahrungen gemacht und haben erlebt, dass die Menschen hier keinen Neid zeigen, sehr freundlich sind und stark zusammenhalten. Allerdings muss man aufpassen, dass wenn man aus Deutschland weggeht, weil einem die Gesellschaft nicht gefällt, dass man dann seine eigenen deutschen Verhaltensweisen nicht mitbringt. Zum Beispiel ist es hier, wo wir leben, üblich, dass man nicht sofort alles abschließt, wie wenn ich zum Beispiel die Fahrräder der Kinder am Straßenrand sehe, dann ist an keinem einzigen Fahrrad ein Schloss dran. Oder wenn man sich mal vorstellen würde, wir würden jetzt in unserem Grundstück eine Palisade errichten, um eben einen Sichtschutz zu haben. Ich denke, dann wären wahrscheinlich die Nachbarn beleidigt und würden denken, wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben.
Wer aus gesellschaftlichen oder politischen Gründen in Erwägung zieht, nach Norwegen zu kommen, dem sei gesagt, dass die Kriminalität hier auch gefühlt niedriger ist und dass die Meinung der Bevölkerung in der Politik wichtiger genommen wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Es gibt auch bei behördlichen Gängen weniger Bürokratie und insgesamt ist Norwegen im globalen Geschehen relativ unbedeutend, wodurch man sich auch hier im Falle eines Krieges noch relativ sicher fühlen kann. Auch wird die Pressefreiheit als besser eingestuft. Allerdings ist hier doch nicht alles ganz so frei, wie man das vielleicht erwartet. Erstmal ist Norwegen ja nicht in der EU, ist aber dennoch wirtschaftlich sehr abhängig von der EU und beschließt deswegen eben viele Dinge im Anschluss auch, die in der EU beschlossen wurden. Und insgesamt hängt auch Norwegen ziemlich stark am Zipfel der USA. Auch gibt es hier wesentlich mehr Überwachung, als es in Deutschland der Fall ist. Zum Beispiel hat jeder Mensch hier eine Personen-ID, die man wirklich ziemlich oft angeben muss, wenn man zum Beispiel einen Handyvertrag abschließt, wenn man bei der Bank ein Konto eröffnet, wenn man sogar ein Rezept aus der Apotheke holt oder einen Termin beim Arzt macht, dann muss man eben diese Personen-ID angeben. Und auch anhand dieser Personen-ID wird dann eine Gesundheitsakte über dich erstellt, die jeder Arzt einsehen kann. Zur Gesundheitsversorgung ist zu sagen, dass meiner Meinung nach die Qualität der Gesundheitsversorgung hier schlechter ist als in Deutschland. Auch wenn die Lebenserwartung vielleicht um ein paar Jahre länger ist, dauert es hier dann doch sehr, sehr lange, bis man tatsächlich seine Behandlung bekommt. Und man muss immer wochenlang auf die Folgetermine warten und es wird immer nur eine kleine Untersuchung zur Zeit gemacht. Die Bevormundung ist auch wesentlich größer. Man bekommt zum Beispiel, wenn man eine größere Untersuchung machen muss und dann zum Beispiel ein Röntgen braucht, bekommt man von dem Krankenhaus einen Brief zugeschickt, wo dann drin steht, wann man den Termin hat und den muss man dann halt wahrnehmen. Wenn man den verschieben möchte, dann muss man meistens dann noch mal ein paar Wochen warten, um dann eben den Termin dann wahrnehmen zu können. Man kann aber nicht mit jemandem sprechen und einfach einen Termin auswählen, der einem passt. Zum Thema Gesellschaft ist zu sagen, dass hier erstmal eine sozialistische Marktwirtschaft vorherrscht. Der Staat mischt sich relativ stark in die Wirtschaft ein. Auch insgesamt merkt man hier an der Mentalität der Menschen, dass das nicht so eine starke Leistungsgesellschaft ist wie in Deutschland. Alles dauert eben länger und vieles wird auch oder einiges wird auch nicht ganz so genau umgesetzt. Es gibt aber dafür einen großen Mittelstand, eine kleine Unterschicht und eine kleine Oberschicht. Aufgrund der hohen Steuern und der staatlichen Regulierungen kann man hier eben sehr schwer, nur sehr reich werden. Dafür geht es dem Mittelstand aber ziemlich gut. Das meiste hier läuft bargeldlos. Es ist tatsächlich relativ schwierig, sein Bargeld loszuwerden, wenn man denn welches abgeholt hat. Was die Auswahl an Produkten in den Geschäften angeht, gibt es hier erschreckend wenig Auswahl. Das war das Erste, was uns beim Einkaufen aufgefallen ist. Auch hervorgerufen durch die staatliche Regulierung und einige Monopolisten gibt es hier einen weniger starken Wettbewerb. Amazon zum Beispiel ist verboten, um den norwegischen Markt zu stärken. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass so norwegische Online-Shops wettbewerbsfähig bleiben. Auf der anderen Seite beflügelt Wettbewerb aber auch den Markt und spornt zu mehr Leistung an. Ich denke, ein wenig mehr Wettbewerb und Produktvielfalt würde hier nicht schaden.
Trotzdem gibt sich Norwegen sehr tolerant. Norwegen war beispielsweise der erste Staat der Welt, die die Gleichberechtigung aller Geschlechter eingeführt haben. Noch ein paar Worte zum Thema Umweltverschmutzung. Und zwar ist Norwegen das Land, was in Europa als erstes die Neuzulassung von Verbrennern abschaffen möchte, und zwar schon im Jahr 2025. Das ist ja wesentlich früher als in Deutschland. Und ab da sollen nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Dennoch habe ich persönlich das Gefühl, dass das Thema Umweltschutz und Umweltverschmutzung hier bei der Bevölkerung nicht so präsent ist, wie das beim Durchschnittsbürger in Deutschland der Fall ist. Zum Beispiel werden hier gut und gerne auch mal Plastiktüten verwendet und zum Beispiel Abwässer ins Meer gekippt. Dennoch lieben die Norweger ihre Natur und schätzen diese und achten auch auf die Natur und werfen jetzt zum Beispiel auch keinen Müll in die Gegend oder so. Und auch Mülltrennung wird hier sehr exzessiv betrieben. Wenn dann jetzt aber doch irgendwo mal Müll in der Natur rumliegt, dann dauert das manchmal auch ein bisschen länger, bis jemand sich dazu aufraffen kann, das aufzuheben und zu entsorgen. Und schließlich die Natur. Und dazu kann man wirklich sagen, die Gerüchte stimmen, die Natur in Norwegen ist wirklich atemberaubend und unglaublich vielfältig. Dennoch würde ich sagen, dass es sich nicht lohnt, nur wegen der Natur zu kommen, sondern man braucht schon einen triftigen Grund, warum man auswandern möchte. Denn wenn man es darauf abzielt, naturnah zu leben, dann denke ich, ist das auch in Deutschland möglich. Auch da gibt es Gegenden mit einer geringen Bevölkerungsdichte, wo man sich zum Beispiel selbst versorgen kann und wo man sehr naturnah leben kann. Denn mit der Selbstversorgung in Norwegen ist das nicht ganz so einfach. Man kann natürlich sehr einfach aus dem Meer Fisch fangen, aber das war es dann auch schon mit der Selbstversorgung. Vielleicht kann man im Wald noch jagen, wenn man in der Nähe eines Waldes wohnt, oder sich dort im Holz schlagen oder Beeren pflücken. Aber mit Gemüse anbauen und Obst anbauen ist es hier aufgrund des Klimas eben nicht ganz so einfach wie in Deutschland. Und dessen muss man sich dann auch bewusst sein. Ja. Meine Liebe. Danke. Willst du auch was? Ich möchte auch was davon, ja. Im Nachhinein kann ich auf jeden Fall guten Gewissens sagen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben in Deutschland viel Materielles zurückgelassen, aber dafür gegen Ruhe und Seelenfrieden hier in Norwegen eingetauscht. Und insgesamt, denke ich, fühlen wir hier ein glücklicheres Leben. Also für uns hat sich das Auswandern gelohnt. Ob sich das Auswandern für euch lohnt, das ist eine andere Frage. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Es ist diesmal ein bisschen länger geworden, das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich habe einfach so viel zu erzählen und ich wollte nichts weglassen. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Video. Bis dann.